ersten Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen an der ehemaligen Heeresnebenmunitionsanstalt Minden. Wir waren schon mal hier. Da habe ich euch aber die Standort-Schießanlage in Nammen vorgestellt. Mit dabei ist auch der gute Dennis. Und ich bin jetzt noch mal hier, weil als ich euch die Standort-Munitionsniederlage vorgestellt habe, das war eher eine Begehung, sage ich mal, eine Geländebegehung, um nach einem geeigneten Standort für eine Dschungelkampfausbildung zu suchen. Wir haben hier kaum was sehen können. Wir sind aber jetzt, wie ihr sehen könnt, zu einer ganz anderen Jahreszeit wieder hier. Und das ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Manfred von relikte.com auch noch mal hier war. Der ist nämlich zurzeit auf der Jagd nach Heeresnebenmunitionsanstalten. Die hatte er nämlich vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und was der Manfred da schon zutage befördert hat, allgemein zur Heeresnebenmunitionsanlage-Anstalt, ist enorm. Und der hat auch einen ganz tollen Bericht hier über dieses Gelände verfasst. Und ich versuche jetzt mal eben auf den Spuren von relikte.com die Dinge, die er dort gefunden hat, ebenfalls hier zu finden und euch darzustellen. Also machen wir jetzt hier so gesehen die Standort-Munitionsniederlage der Bundeswehr als auch die Geschichte der Wehrmacht. Machen wir jetzt nochmal ein Revisit hier draus mit neuen Erkenntnissen und ihr werdet hier auf jeden Fall auch Strukturen sehen. Und ja, dazu müsst ihr uns jetzt folgen und wir begeben uns jetzt gleich wieder in diesen Wald rein, wo man allerdings sehr viel bessere Sicht hat als vorher. Wir nehmen euch mit, sobald wir an der ersten Struktur sind. Bis gleich. Ja, wenn man einmal mit Profis arbeitet, dann bekommt man noch wieder ganz andere Eindrücke von diesem Gelände. Und zwar darf ich euch das jetzt alles, was ich jetzt hier euch mitteile, das habe ich natürlich alles von relikte.com. Also nochmal vielen Dank an den Manfred, dass er das ja mal alles hervorragend aufgeklärt hat, hier die ganze Geschichte. Auf diesem Weg hier, da befand sich nämlich bis 1921 die schmalspurige Eisenbahntrasse von Porta Westfalica nach Kleinen Bremen. Und wenn wir jetzt dieser Trasse folgen, die dann da hinten abbricht, die sieht man dann nicht mehr, dann befindet sich hier rechts in dem Bereich, wo der Dennis steht, das war die Hauptzufahrt der Heeresnebenmunitionsanstalt. Die der Bundeswehr, die befand sich hier vorne links. Die habt ihr ja in meinem Video über die Standort-Munitionsniederlage auch gesehen. Hier auf jeden Fall die ehemalige Hauptzufahrt zu der Heeresnebenmunitionsanstalt. Mutmaßlich wird hier irgendwo ein Wachgebäude gestanden haben. Hier, grob. Davon sieht man natürlich jetzt nichts mehr. Was wir allerdings hier noch haben, das ist ein Brunnen. Und dieser Brunnen, der ist so schön versteckt. Den findet man nämlich auch nur, wenn man hier vor Ort ist und einfach mal akribisch seinen Blick walten lässt oder schweifen lässt. Sonst siehst du das nicht. Und hier haben wir noch so ein bisschen Geröllstruktur, vielleicht auch von dem ehemaligen Wachlokal oder irgendwas dazugehörigen. Und hier ist dieser Brunnen. Und der ist der Heeresnebenmunitionsanstalt Minden zuzuordnen. Ganz interessante Geschichte. Und wir befinden uns hier quasi auch schon auf dem Gelände dann letzten Endes der ehemaligen Standort-Munitionsniederlage. Wir werden uns jetzt hier in den Bereich begeben und da zeige ich euch mal, was man da noch sehen kann bezüglich der Munitionshäuser. Also bis gleich. So, von da vorne kommen wir und wir haben hier auch schon die erste quasi Struktur, die man hier auch bundeswehrintern auf jeden Fall hatte. Und zwar ist das hier die Verbindungsstraße in die und in diese Richtung. Hier vorne haben wir noch so ein bisschen, ich sag mal, Drainagesystem, denke ich, hauptsächlich. Hier vorne, da oben seht ihr was. Da gehen wir mal eben hier vorne rum und schauen uns das mal an, ob wir da noch mehr sehen können, außer diesem Stutzen da oben. Was wir auf jeden Fall schon sehen, sind hier wieder mal, die haben wir in meinem Video auch gesehen, diese Erdhügel, wo dann die Munitionshäuser respektive Munitionslagerhäuser runter waren. Da gehen wir gleich hin, da sehen wir auf jeden Fall noch was. Ja, hier ist soweit eigentlich nichts mehr zu erkennen, aber wir haben hier eine Anhöhe und wir haben diesen Entlüftungsstutzen hier und der deutet darauf hin, dass wir hier aller Wahrscheinlichkeit nach eine Löschwasserzisterne haben, die wir hier jetzt gerade betreten. So, diese Löschwasserzisterne, das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Also diese Struktur hier, die ist sicherlich eben aus Bundeswehrzeiten.
Dafür ist das viel zu modern, das Ganze. Ob die Wehrmacht hier auch schon eine Feuerlöschzisterne hatte, das weiß ich nicht. Was es hier aber gibt, sind auf jeden Fall auch noch 2 Feuerlöschteiche. Ob wir die jetzt gleich bei unserer Begehung noch sehen werden, das wird sich dann auch zeigen. Wir schauen uns jetzt erstmal hier in dem Bereich dieser Munitionshäuser um und gucken mal, welche Struktur sich da noch für uns eröffnet. Also gespannt bleiben. Gleich geht es weiter. Ja, und noch eine ganz kurze Anmerkung. Das hier sieht schon wirklich ganz anders aus als wie zu Sommerzeiten. Ja, jetzt waren wir hier gerade auf der Suche nach der Struktur von den Munitionshäusern. Da sind wir über diesen Feuerlöschteich gestolpert. Den haben wir. Nur fürs Protokoll hier Feuerlöschteich. So, jetzt können wir direkt weiter und wir gucken uns an den Munitionshäusern um. So, kleiner Fund mal eben zwischendurch. Hier mitten im Wald liegen diese Blitzableiter. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, aber da läuft immer dieses Blitzableiterkabel durch und die sitzen dann oben auf den Gebäuden entsprechend drauf. Die liegen also hier noch. Schönes Zeitzeugnis eben aus der Nachnutzung durch die Bundeswehr. So, hier wird es, glaube ich, gleich Zeit oder sonst an anderer Stelle. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Dann haben wir hier noch ein Kleinstrelikt. Ihr seht das hier, das ist so eine eigentlich typische Trassierstangenform, wie man sie von der Bundeswehr aus kennt. Das ist hier gebogen, warum auch immer es gebogen ist, warum auch immer es hier so liegt. Es ist da und ich habe es gerade gesehen und ich dachte, es ist ja auch immerhin eine kleine Bereicherung hier fürs Video, da es mit Sicherheit aus der Zeit mindestens aus der Zeit der Bundeswehrnutzung stammen wird. So, da kommt der Dennis wieder, der hat das erkundet. Da vorne hat er jetzt nichts gesehen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier weiter in den Bereich. Hier hat es auch auf jeden Fall ordentlich einen Baum langgelegt. Der ist nicht gefällt worden. Das sehe ich da hinten schon, da sieht man die Wurzel. So sieht es aus. An dieser Stelle fand ich mich im Sommer auch schon mal. Hier konnten wir auch nicht viel sehen. Hier sehen wir jetzt auch nicht mehr. Hier ist ein übererdetes Munitionshaus aus Wehrmachtszeiten. Kann ich euch auch noch mal auf dem DGM einblenden, wo das ist, damit wir das hier mal vernünftig voneinander bekommen. So, hier Zeitzeugnisse aus Bundeswehrzeiten. Einmal haben wir hier einen Laternenpfahl und hier hinten, da haben wir, wo ich ja gerade schon noch von sprach, bezüglich der Blitzableitertechnik, da haben wir hier so einen Erdungspfahl. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber irgendwie so in der Art. Wir liegen da nicht ganz verkehrt mit der Ausdrucksweise, denke ich. Hier ist ehemalige Straße. Ich sag, komm hier hin. Und jetzt haben wir nämlich hier eine tolle Struktur, die ich im Sommer nicht erkennen konnte. Ihr seht, wie das hier aussieht. Hier kommt man kaum drüber her, bin ich auch nicht hergegangen. Wow, erste Superstruktur hier. Das ist jetzt Archäologie pur. Hier haben wir mit Sicherheit einen Aufbewahrungsstand für den Brandbekämpfungssatz. Hier wird es ein Häuschen gestanden haben. Das heißt, wir hatten hier entsprechend einen Holzpfahl. Da hatten wir auch einen Holzpfahl. Dann geht das hier so hoch und dann haben wir oben in der Regel so ein Spitzdach noch drüber her. Wunderbar. Das ist mir auch völlig an mir vorbeigegangen. War nicht zu sehen. Ganz toll finde ich das. Tolles Zeitzeugnis. Also noch mehr gefunden, als ich jetzt gedacht hätte hier. Und da vorne haben wir ein Bundeswehr-Munitionslagerhaus. 50 aufgrund der 2 Eingänge. So, der Dexter ist hier auch total aktiv. Er rennt hier überall wie ein Irrer rum. Wir haben hier, ja, weiß ich auch nicht, irgendwer hat hier so einen Tümpel angelegt und da ist irgendwie auch so ein Rohr. Wahrscheinlich kommt da, ob da Wasser aus dem Ding hier rausfließen soll oder so. Ich kann es euch natürlich jetzt nicht erklären, was das auf sich hat. Auf jeden Fall hat das mit der Bundeswehr nichts zu tun. Ja, Munitionslagerhaus 50, Bundeswehr. Das ist auch das einzige, was wir hier noch so in dieser Weise sehen können. Die anderen sind übererdet. Wir können da mal eben kurz reinfilmen. Allerdings gibt es da auch Bilder entsprechend auf der Seite von Manfred. Ich hole mal eben meine Taschenlampe raus und dann mache ich euch noch eine Aufnahme. So, bevor wir da reingucken, hier noch mal eben ein kleiner Blick auf die hier verbaute Technik. Da sehen wir auch noch einen Starkstromanschluss sogar.
Ja, so sieht das hier eben aus. Ne? Großartig was zu erklären kann ich da jetzt auch nicht weiter. Das ist eben hier letzten Endes oder die Standardbauweise, die man hier eben bei diesen Munitionslagerhäusern hatte. So, wir können noch mal reingucken. Und das ist cool. Das ist aber hier auch, glaube ich, ja, guck, da ist auf jeden Fall auch so eine Fledermaus-Schutzgeschichte drin. Oh, ich mache mal eben sorry für die Wackelei. Eben die Kamera ausgerichtet. So sieht das Ganze hier aus. Da oben auch Kondenswasser an der Decke dran. Hier das ganze Ding steht hier auch voll mit Wasser. Ja, da haben die wahrscheinlich hier mit dem Rohr irgendwie versucht, auch, weiß ich nicht, ob die da Wasser rausleiten wollen oder ob das ein Durchgang sein soll, vielleicht für amphibische Lebewesen oder sowas. Kann alles sein. Da hinten ist auch was aufgebaut worden. Ja, und da oben die ganze Decke, so seht ihr das besser, die ganze Decke, die glitzert hier. Irgendwelche Stellplatzanzeige, irgendwelche Markierungen sehe ich hier nicht mehr in dem Gebäude. Ja, so sieht das aus. Scheint recht ruhig zu sein da drin. Ja, wir gehen wieder raus. Wir wollen die Tiere jetzt ja auch nicht über Gebühr beanspruchen. So, damit habe ich euch dieses Teil hier gezeigt. Den Bereich hier, ja, den werden wir jetzt nicht mehr betreten. Da seht ihr auch noch wieder so eine Öffnung für Fledermäuse. Gut, wir begeben uns auf den Weg zur nächsten fassbaren Struktur. Da vorne übererdetes Munitionslagerhaus. Und hier, guck mal hier. Guckt mal hier. Man kommt sich schon vor, als wenn man hier, hat der Dennis ganz richtig gesagt, als wenn man hier irgendwie so Aztekenpyramiden oder sowas findet. So verwachsen ist das hier alles und so, ja, irgendwie wirkt es auch geheimnisvoll. Das ist schon eine spannende Sache. Vor allen Dingen dieses Teil hier ist spannend. Oh, da war ein Wolf, da war der Todeswolf. Oh, achso, ne, alles gut, alles gut. Hinten läuft ein Hund, aber da bellt noch ein anderer. Egal, pass auf, ich will jetzt hier nicht die Spannung rausnehmen. Das Ding hier ist spannend, weil wir hier nämlich ein Munitionshaus aus Wehrmachtsbeständen haben. Dieses Munitionshaus wurde aber, der Eingang wurde vergrößert auf 2 Meter und somit ist aus dem Munitionshaus letztendlich ein Munitionslagerhaus der Bundeswehr geworden. Das haben wir hier sonst in dem Gelände nicht vorfindbar. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, diesen Zusammenhang, dass man hier was vergrößert hat aus Wehrmachtstagen und das für die Bundeswehr weiter genutzt hat, ich habe es bisher noch nie irgendwo anders gesehen oder gehört. Ich denke, dass das hier eine recht einmalige Geschichte ist. Auch in dieses Teil werden wir mal eben reinschauen, denn wir können hier reinschauen. Wir sehen hier auch wieder eine Öffnung. Wir haben hier, Dexter, hier bleiben. Ja, Mannequin, der beobachtet da. Ne? Wir haben hier auch wieder bewusst eine Öffnung freigelassen für Kriechtiere, nehme ich an. Dexter, komm hier hin. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie das bei dem anderen Teil mit dieser Röhre ebenfalls so gelöst haben. So, und so sieht das Ding dann hier letztendlich von innen aus. Ach, hier vorne haben wir sogar noch hier den Anzeiger dran, der Gefahrstoffklassen, was hier bis zu welcher Tonnage gelagert werden konnte, durfte. Und ja, hier drin, ihr seht, ist das Ganze verfüllt worden. Mehr kann ich euch da jetzt auch nicht zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie lohnt, da noch weiter herumzufilmen. Ich sehe hier ebenfalls keine Standplatzanzeiger. Und naja, so sieht das hier aus. Das ist letzten Endes dann von der Struktur her natürlich alles modernisiert worden und auf Bundeswehrniveau gebracht worden. Ja, das war unser wiederholter Besuch in Nammen bzw. der Heeresnebenmunitionsanstalt Minden. Es kann jetzt sein, und wahrscheinlich wird das auch so sein, dass ich hier ein paar Sachen oder ein paar Zusammenhänge nicht so genau erklärt habe, wie der Manfred das auf seiner Seite hat. Also wer hier wirklich hieb- und stichfest das wissen möchte, der liest sich auf jeden Fall den Artikel bei relikte.com nochmal dazu durch. Wir sind an dieser Stelle raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und auch ein Like fürs Video ist gut für den Algorithmus. Und damit sagen Dennis und ich, ciao Kakao.